Du kommst aus Kolumbien, Kokain, haha. Ja, hier. Nein, es ist kein Witz. Für viele, es ist die reelle Welt. Viele haben Menschen verloren. Die indigene Bevölkerung wird umgebracht. Kokain, die trendige Partydroge. Ich will das wahre Gesicht zeigen. Im November 2020 hat die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, ihren Jahresbericht vorgestellt. Kokain sei in Deutschland nun das Megathema und in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Denn Kokain ist der Trend. Holger Münch, BKA-Präsident, sieht das ähnlich. Sein Bericht weist fast 10% mehr Handelsdelikte mit Kokain im Vergleich zu 2019 aus. Mit einer neuen Höchstsumme an beschlagnahmtem Stoff. 2020 haben wir einen Massiven Anstieg. deutlichen Anstieg zu verzeichnen im Zusammenhang mit Kokain. Kokain, ein Trend, über den wir letztes Jahr... Und jetzt, im Sommer 2021, öffnen nach langer Corona-Pause die Berliner Clubs wieder. Und damit dem Handel mit dem weißen Pulver Tür und Tor. Telles ist eine Berliner Künstlerin. Sie setzt sich gegen den Kokainkonsum ein, vor allem im Berliner Nachtleben. Denn sie kennt die grausamen Lieferketten der Luxusdroge aus Lateinamerika und die Schäden für die Umwelt. Genau, es sind irgendwie junge Partyleute und man sieht, dass sie Kokain konsumieren und dann sieht man, okay, diese Leine, wie die durchgeht und was die so Etappen sind oder was sie eigentlich so verursacht, Geschäfte, die damit finanziert werden. Und es sterben viele Leute, auch irgendwie unschuldige Menschen, die irgendwie dazwischen kommen, die Refugees, die Geflüchtete, die von dem Land in die Städte flüchten. Und am Ende wird dieser Abfall, also dieser chemische Abfall, wird einfach irgendwie in den Wald dann geworfen. Kokain verursacht auch eine sehr große Waldabholzung, besonders in Mittelamerika, um Kokaingeld zu waschen. Es wird sehr viele Kooperationen mit die Viehhandlung betrieben. Es werden illegale Waldgrundstücke gekauft, damit das irgendwie Fläche ist für die Kühe und so weiter. Dann werden die Kühe werden die dann später verkauft und das Geld, was die bekommen für die Rinder, dann wird auch das Kokaingeld mit reingepackt. Ja, es ist um das Kokaingeschäft zu waschen. Ich bin in Kolumbien geboren, man wächst auf mit einer Angst und als Kleinkind weiß man nicht, wovor man Angst hat und man weiß, dass irgendwas passiert, aber man weiß noch nicht genau wofür. Mit solchen Grafiken, Artikeln und Informationen klärt Telles Tausende über den Kokainhandel auf. In Berlin, aber vor allem über ihren Instagram-Channel Cocaine Fairtrade. Telles ist natürlich ein Pseudonym. Unter ihrem wahren Namen und offen vor der Kamera möchte Telles lieber nicht gegen die Drogenkartelle auftreten. Und das aus gutem Grund. Am 7. Juli 2021 wird der prominente niederländische Reporter Peter R. de Vries beim Verlassen eines TV-Studios in Amsterdam auf der Straße erschossen. Neben seinem Ruf als bekanntester Kriminalreporter des Landes galt er als Vertrauensperson eines Kronzeugen, der gerade in einem Prozess gegen den Kartellchef Ridouan Taghi aussagt. 1/3 des europäischen Kokainhandels über Südamerika und Marokko soll auf sein Konto gehen. Der Bruder des Kronzeugen ist 2018 erschossen worden, sein damaliger Anwalt 2019. Ein Kollege de Vries, der ebenfalls nicht namentlich genannt werden wollte, sagte nach dem Attentat der Zeit: Es geht diesen Leuten nicht darum, wen sie konkret bedrohen. Es geht ihnen darum, einen Eindruck zu erzeugen, welche Bedrohungen vorstellbar sind. Trotz dieser Hintergründe hat Telles Dutzende Berliner Clubs und Bars mit Stickern ihrer Designs beklebt, sie auf Instagram mit tausenden Menschen geteilt und sogar im Fernsehen präsentiert. Doch wie funktioniert das? Anonym und doch im Rampenlicht. Meine erste Frage ist, lieber Telles, warum hast du dich für ein Pseudonym entschieden? Ja, also ich wollte meinen richtigen Namen nicht preisgeben aus Schutz, genau, weil es ist ein schwieriges Thema. Genau, als Schutz habe ich mir dann einen Künstlernamen ausgedacht. Ich mache die Kampagne mit meinem Hauptfokus irgendwie für die Umwelt, also um die Umwelt zu schützen und so. Und dann habe ich gedacht, okay, es sollte etwas vielleicht mit der Umwelt zu tun haben. Tellus ist die Erde, also auf Spanisch ist Tierra,
Also es auf Latein ist Tellus und dann habe ich gesagt, okay, ist eigentlich ganz gut, weil es genau, ist ein bisschen wie Pachamama, wie die Mutter Erde, wie Tierra. Es war so sehen, dass die Leute, die dachten immer, dass ich eine männliche Person bin. Also immer in Instagram, wenn jemand mir eine private Nachricht geschrieben hat oder ein Feedback oder sowas, es würde immer so geschrieben, als wäre ich ein Typ. Also die dachten immer, so hey Dude. Oder das andere war, die dachten immer, es wäre so ein Kollektiv. Und dann haben die mal geschrieben, ja ihr und was macht ihr und kann man, genau, also die denken immer, entweder ist man eine ganz große Gruppe oder man ist ein Mann. Zum Beispiel die Kolumbianer am Anfang, also ein paar haben gesagt so, ja, also USA und dann irgendwie über so ein Thema zu sprechen und dann muss ich erklären, nein, ich bin auch aus Kolumbien und dann ging es und dann war es okay und dann gab es gar kein Problem, aber die waren am Anfang ein bisschen, also die Kolumbianer, die waren ein bisschen angepisst, dass wieso sprechen jetzt Ausländer über das. Wir haben ja schon gesehen, dass du dich für das Projekt Cocaine Fair Trade, Fragezeichen, für einen Preis beworben hast. Was natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist, weil du auch dann auf eine Bühne gehen musstest, diesen Preis entgegennehmen musstest. Was hat dich trotzdem bewogen, obwohl du ein Pseudonym gewählt hast, diesen Preis anzunehmen? Ich habe ganz lange darüber gedacht, ob ich das machen soll oder nicht. Genau deswegen, weil ich habe gedacht, ja, eigentlich ist es gut, weil wenn ich da gehe und da spreche, dann werden viel mehr Personen das zu hören bekommen und ich kann halt, was ich sagen will, in ein größeres Publikum aussprechen. Ich hatte auf jeden Fall schon Angst, ich hatte sehr große Angst und habe dann mir ganz lange überlegt, wie ich mich da verkleiden konnte und was ich irgendwie da anziehen soll oder nicht und da habe ich irgendwie tagelang irgendwie in den Internet geschaut und recherchiert und versucht irgendwie, okay, wie kann ich da auftreten, ohne dass meine Identität zu sehen ist und ja. Und das, was mir hilft, ist, dass immer wenn ich das mache, ich denke, ich tue das nicht wegen mir oder für mich, sondern eigentlich für anderen. Ich bin hier und spreche für anderen, die nicht hier sein können. Du hast diesen Preis ja dann auch gewonnen. Würdest du auch sagen, dass die Gefahr, die von dem Projekt ausgeht und der politische Hintergrund, dass diese Werke, die für Cocaine Fair Trade entstanden sind, irgendwie bedeutsamer macht als andere Kunst, die du machst? Es gibt viele Arten von Kunst und ich finde auch viele andere Arten auch sehr schön und auch sehr wichtig. Also ich mache auf jeden Fall politische Sachen, aber auch nicht politische Sachen, also einmal mehr ästhetisch. Aber ich fand das politische Kunst immer viel interessanter. Ich respektiere eher die Leute, die da sind vor Ort, weil die sind, die irgendwie in Gefahr sind. Ja, ich bin auch ein bisschen in Gefahr, aber ich bin immer noch in meiner Blase. Und dann habe ich gesagt, gut, ich bin aber hier, wie kann ich hier helfen? Also wie kann ich hier die Leute, die hier sind, aufklären? Es wäre gut, wenn das Projekt andere Leute inspiriert, auch selber sich mit dem Thema zu beschäftigen und selber Sachen zu machen. Also ich will nicht das Kapital haben oder die einzige Person sein, die darüber spricht, sondern es wäre schön, wenn das irgendwie so wie ein Domino ist. Man denkt immer auch immer sehr viel, ja, was kann ich allein als Individuum machen, um die Welt zu verändern? Und man verzweifelt immer ganz doll. Und man denkt, ja, es ist die Politik, es ist alles, aber ich bin zu klein. Aber durch das Projekt habe ich gemerkt, nee, also man kann klein sein und man kann trotzdem viel schaffen. Also es ist keine Ausrede. Du hast es schon verraten, dass Instagram leider dein Projekt oder dein Account viel mehr gelöscht hat. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Hast du noch einmal, wirst du wahrscheinlich nochmal darüber nachdenken, dieses Projekt wieder ins Leben zu rufen, den Account wiederherzustellen? Also ich habe am Anfang, als es passiert ist, ich habe Instagram eine E-Mail geschickt und ihnen es erklärt, aber ich habe von Instagram keine Antwort bekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich könnte jetzt ein bisschen mehr nachhaken und mich bei anderen informieren oder versuchen es da irgendwas zu machen oder als Plan B wäre von vorne anzufangen. Ich muss sagen, dass seit mein Instagram-Account gelöscht worden ist von Instagram, es war auf jeden Fall schon doof
hatte ich dachte mir, oh, die ganze Arbeit und ich hatte irgendwie mehr als 2000 Leute und so weiter. Ich fand es auf jeden Fall doof, aber gleichzeitig war es ein bisschen wie eine Befreiung. Und ich dachte mir, ja, schade, aber ein Teil von mir ist auch super froh, weil es war schon sehr viel Stress. Immer wenn ich etwas erreicht habe, kam zuerst Freude, aber genau danach kam die Angst. Also wenn ich irgendwie, als ich ganz viele Followers hatte, auf einmal von einem Tag auf den anderen, es war schon auf jeden Fall, wow, cool, also man kann so viel machen und so schnell, aber dann gleich kam schon die Angst und dann war so, oh, aber dann ist es größer und dann ist die Gefahr auch größer und so weiter. Gibt es denn Bekannte und Freunde, die du hast, denen du nichts von deinem Pseudonym erzählt hast? Aus welchen Gründen auch immer. Sei es jetzt deine Familie oder Freunde oder vielleicht sogar Leute, die du kennst, die Drogen konsumieren. Es wissen schon viele, dass ich das mache. Und deswegen irgendwie so sicher bin ich nicht. Aber ich versuche es jetzt auch nicht mehr irgendwie zu erzählen oder nicht irgendwie im Ausland oder wenn ich jemanden nicht kenne oder so. Genau, oder seit kürzlich versuche ich mehr diskret zu sein als davor. Weil davor war auch ein kleines Projekt und es war eher mehr so, ja, ich mach das. Aber als es größer wurde und als irgendwie viel mehr Leute in Instagram waren und auch aus Kolumbien, da habe ich gedacht, okay, ich sollte jetzt eher doch weniger sagen, weil wenn das Projekt größer wird, dann ist es doch schwieriger. Am Anfang war ich ein bisschen naiver. Ich dachte am Anfang, es wäre irgendwie so ein Privatprojekt und hier und ganz easy peasy und nur um meine Freundin und Freunde von Freunden aufzuklären. Aber als es größer wurde, dann habe ich gedacht, oh, ich hätte vielleicht doch ein bisschen, ja, also anonymer sein sollen.